Moin aus Beijing, ich bin auf der All-in Caravaning und ich will heute nochmal einen kleinen One-Shot mit euch machen und ein bisschen hier über die Messe laufen und euch zeigen, was es hier für Messe-Highlights gibt. Und für alle, die sich jetzt schon beschweren, warum zeigst du nicht jedes einzelne Wohnmobil? Das machen wir hier bei Road Explorer China, könnt ihr gucken, verlinke ich unten nochmal in den Videos. Dieses Video ist ein kleiner Messerundgang und hier will ich euch einfach mal zeigen, was wird man hier auf der Messe alles sehen können. Was gibt es hier, was wird präsentiert, was sind die neuen Highlights, was kann man hier erwarten, wenn man vielleicht im nächsten Jahr mal hierher kommen will und was gibt es hier überhaupt zu sehen. Zum Beispiel hier Seven Wolf, das ist ein Hersteller, die produzieren kleine Wohnmobile, immer hier auf Transporterbasis mit unterschiedlichen Konzepten, aber immer halt in der etwas kleineren Variante. Zumindest stellen sie immer in dieser etwas kleineren Variante aus. Qualitativ würde ich sagen, ist okay. Allerdings preislich sind die sehr, sehr interessant. Natürlich auch Fahrzeuge in der Größe ohnehin interessant. Diese Autos hier sind auf jeden Fall sehr, sehr interessant, denn das sind die Extended Range Fahrzeuge. Also wenn ihr euch fragt, wann sieht man mal Elektrofahrzeuge auf der Messe, hier sieht man sozusagen die ersten Konzepte. Also das sind Fahrzeuge hier unter anderem von BYD und da von Sitrax. Also zwei unterschiedliche Fahrzeuge und die haben beide einen Extended Range Antrieb. Das heißt, entsprechend fahren diese Fahrzeuge hier mit Elektromotoren. Also die haben keinen Benzinmotor mehr, sondern Elektromotoren. Allerdings haben die einen Generator und produzieren für die Batterie. Wir gucken gerade mal rein. Hallo. Also mit einem Generator produzieren die dann extra Strom und erweitern so ihre Reichweite. Und ich bin dadurch natürlich auch nicht mehr abhängig von Ladeinfrastruktur, sondern ich kann mit so einem Fahrzeug halt auch auf längere Distanz und auch mal in die Wildnis fahren. Ich brauche halt nur eine Tankstelle und mit dem Generator lädt sich dann halt automatisch dann die Batterie auf. So, ich bin mal ein bisschen ruhiger und zeige euch einfach jetzt nur noch mal sowas, weil diese Durchsage, die kommt hier relativ häufig und es ist immer ein bisschen anstrengend, dagegen zu quatschen. Dear visitors, welcome to visit All-in Caravaning 2026. We will offer great gifts for our purchasers. We have exclusive gifts such as camping cart, picnic mat, heated glass, red wine, and lucky bag with ASC souvenirs for you. Visitors who placed an order on site. Ja, ihr habt schon gesehen, Compax, sehr, sehr hochwertige Hersteller, die nutzen Importfahrzeuge aus Europa, die nutzen halt Mercedes, die nutzen MAN und so weiter und so fort und produzieren halt sehr, sehr hochpreisige Autos. Habe ich auch ein paar gefilmt, könnt ihr alle finden hier bei Road Explorer China. Ansonsten, was halt auffällt, man sieht mittlerweile sehr, sehr viele Wohnmobile hier, Wohnwagen hier. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, sind diese kleinen Ivecos als 4x4-Variante. Gibt es ja jetzt irgendwie seit 2-3 Jahren auf dem Markt und sehen natürlich spektakulär aus. Dear visitors, welcome to visit All-in Caravaning 2026. Also gefällt mir sehr, sehr gut diese Autos als Allrad-Variante. Die sehen ja echt massiv aus. Und das Spannende bei diesen Autos ist, dass sie viel weniger Technik verbaut haben als unsere Ivecos. Entsprechend sind die auch viel weniger
fehleranfällig, also sind halt einfach viel, viel robuster als unsere europäischen Ivecos. Auch ein spannendes Fahrzeug, habe ich auch schon mal gefilmt. Das Spannende bei dem Auto ist natürlich, es ist ein chinesisches Auto, das seht ihr. Nee, Spaß beiseite. Das Spannende ist, hier ist natürlich typisch chinesisches Auto, extrem viel Batterieleistung verbaut. Und ihr seht oben diese kleinen ausfahrbaren Solarflächen dort. Also die erweitern oben halt einfach nochmal ihre Dachfläche und haben da dick und fett Solar oben raufgeschmissen auf beiden Seiten. Und dadurch haben die natürlich hier auch nochmal richtig viel Solarfläche und richtig viel Strom an Bord. Haben halt auch Haushaltswaschmaschine und Haushaltsgeräte, sogar einen Haushaltskühlschrank verbaut, weil bei denen Strom dann halt einfach auch kein Thema ist. Ich weiß nicht, warum die ganze Zeit immer diese Ansagen machen. Das ist ein bisschen nervig. Die machen sie gefühlt alle halbe Stunde ist diese Frau hier am Quatschen und erzählt dann irgendwas, was man hier alles Tolles auf dieser Messe machen kann. Aber zum Filmen ist das immer sehr, sehr nervig. So, ich renne mal hier ein bisschen rum. Wir sind jetzt hier einmal den Weg hier rumgelaufen. Hier vorne gibt es ein bisschen was zu essen. Also auch für den kulinarischen Anspruch ist hier gesorgt. Hier ist nochmal ein kleinerer Hersteller, der relativ günstige Fahrzeuge produziert. Die sind aber nicht so spannend, um die jetzt zu zeigen, weil die halt einfach qualitativ auch nicht so hochwertig sind. Die sind halt etwas günstiger oder beziehungsweise sehr, sehr günstig. Aber wie gesagt auch nicht so spannend, weil wir können die halt noch nicht kaufen. Wir sind hier auch explizit auf die Messe gekommen, um mal zu gucken, welche Hersteller werden demnächst nach Europa liefern. Welche Hersteller wird man demnächst in Europa sehen? Welche Autos kann man demnächst kaufen? All das werdet ihr erfahren hier auf Road Explorer China. Da werden wir euch berichten, welche Autos demnächst irgendwann in Europa zu kaufen sein werden und natürlich auch zu den charmanten und guten Preisen, wie wir sie aus China kennen. Ja, was man hier, wie gesagt, mittlerweile häufig sieht, sind die kleinen Trailer. Weil auch hier natürlich der Markt momentan angespannt ist und man nicht unbedingt gleich immer zwei Autos haben will. Und deswegen ist wahrscheinlich auch gerade hier dieser Trailer-Bereich am Boomen, weil die Wohnmobilhersteller selber, die haben momentan zu kämpfen. Also der Markt ist gerade ein bisschen unter Druck. Grundsätzlich ist ja hier gerade in China die wirtschaftliche Lage nicht so dolle und das merkt man natürlich auch hier gerade auf der Messe. Denn die Messe ist gerade nicht sehr, sehr voll, nicht so besucht. Also nicht nur, weil das Wetter nicht ganz so geil ist, sondern weil halt momentan auch Druck im Markt ist. Und das merkt man hier ganz, ganz eindeutig. Ansonsten, das Messegelände ist echt krass und geil. Ich meine, guckt es euch an. Wir sind hier auf dem alten Fabriksgelände. Hier wurden früher Züge gebaut. Also schon anno dazumal. Diese ganzen Anlagen sind uralt. Und hier auf diesem Gelände waren dann auch damals hier die Winterspiele, Olympischen Winterspiele, und die haben das hier alles umgebaut. Jetzt Messegelände, Veranstaltungszentrum, Hotels sind da hinten. Hier ist so eine kleine Parkanlage, wo man rumlaufen kann. Und das alles in diesem wunderschönen Szenario mit diesen alten Kühltürmen, die hier noch stehen, und diesen alten Fabrikanlagen, die hier noch stehen. Ey, die quatscht immer noch, ne? Das ist ja furchtbar. Also, und das Gelände ist so aufgebaut, dass wir da hinten eine Freifläche haben mit den Wohnwagen und Wohnmobilen. Und hier haben wir eine zweite Freifläche, auch hier wieder Wohnwagen, Wohnmobile. Etwas andere Konzepte. Hier zum Beispiel Lido, ganz spannender Hersteller. Denn die hier liefern demnächst nach Europa. Also wenn ihr Interesse habt an einem Trailer, und das Besondere an diesem Trailer ist, die nutzen halt die gleiche Herstellungsart, wie es Autos auch machen. Also das Ding ist hier in Metall. Das Ding ist nicht Kunststoff oder Glasfaser oder was auch immer. Es ist halt komplett in Metall gepresst, also wie halt Autos auch hergestellt werden. Und damit natürlich auch viel, viel haltbarer, wenn es um Crashs oder sowas geht. Also die liegen wohl angeblich viel, viel besser auf der Straße. Sie sind viel, viel besser zu handeln. Und ja,
ist mal ein spannendes Konzept, weil sie halt von der Verarbeitung anders sind als halt normale Trailer und vom Herstellungsprozess anders. Wir haben mit denen ein bisschen gequatscht und wollten mal erfahren, warum die überhaupt halt so produzieren. Und das ist halt so, dass normalerweise so ein Anhänger, so ein Trailer halt von 2 Leuten über 2-3 Tage gebaut wird. Die bauen mit 2 Leuten das Ding in einer halben Stunde. Dann ist das fertig. Und das ist mit unter anderem natürlich ein Grund gewesen, warum sie von der Produktion auf diese Autoproduktionsart gegangen sind. Also das Ding halt nicht mehr in dem klassischen Trailer-Verfahren bauen, sondern halt wie ein Auto bauen. Hier haben wir noch einen ganz spannenden Hersteller. Die Firma heißt Romantisch, was ja auch immer ein bisschen lustig ist. Gerade als Deutscher, weil man dann halt hier an den Autos einfach mal romantisch sieht. Hier als Allradvariante. Ich filme ganz kurz mal rein. Mit Sternenhimmel, wenn ihr mehr von dem Auto sehen wollt. Wir haben das auch gefilmt bei Road Explorer China. Und ja, ich gehe hier hinten einfach mal bei Romantisch drauf. Die haben unterschiedlichste Autos im Portfolio. Also hier nicht nur diesen wunderschönen 4x4 hinten mit dem Aufbaukoffer, sondern natürlich auch hier klassische Transporter einfach ausgebaut. Den gucken wir uns auch mal an. Preislich sind die sehr, sehr attraktiv. Ich meine, grundsätzlich sind natürlich alle chinesischen Autos immer preislich sehr, sehr attraktiv. Die haben mal hier jetzt dieses Raumsparbad verbaut. Und hallo. Und es ist halt spannend, ob die das dann halt irgendwann mal schaffen auf den europäischen Markt, weil wenn die dann halt mit solchen Autos kommen und mit solchen Preisen kommen, dann wird das natürlich total verrückt werden. Grundsätzlich. Auch was natürlich die ganzen Innovationen angeht. Also in diesen Autos steckt immer so viel Technik drin. Hier auch sehr, sehr spannende Autos. Habe ich auch ein Fahrzeug, ich glaube, das hinten sogar einmal gefilmt. Und im Detail könnt ihr euch das angucken bei Road Explorer China. Ich wollte euch jetzt hier in diesem Video wieder nur einen kleinen Überblick über diese Messe verschaffen. Hier, was hier so alles los ist. Hier sind wieder so ein paar Trailer mit einem kleinen Pop-up-Dach und ihr seht hier EcoFlow wird hier einmal präsentiert, um zu zeigen, wie hier die Stromversorgung ist, was dann hier auch in China sehr, sehr beliebt ist. Und deswegen gehe ich hier nochmal kurz hinten in die Ecke. Das sind hier die Pickup-Trucks, hinten mit Kabine und dem Aufstelldach, weil es hier halt natürlich auch Regionen gibt, wo du eine Höhenbeschränkung hast. Also gerade in vielen Naturschutzgebieten, da darfst du sonst nicht reinfahren, da kommst du mit dem Wohnmobil nicht rein, da kommst du aber mit solchen Autos rein. Oder du kommst mit solchen Autos halt auch überall in der Stadt rein. Auch da gibt es natürlich entsprechend Gegenden, wo du halt mit so einem Auto nicht so einfach reinkommst. Aber auch solche Autos gibt es hier natürlich nach wie vor. Die klassischen Expeditionsautos, gerade hier in den etwas höherpreisigen Segment, findet man hier auch sehr, sehr häufig, denn es gibt nach wie vor immer noch sehr, sehr reiche Chinesen. Ist ja eh ganz spannend, wie das halt irgendwie so grundsätzlich hier mit dem Verdienst ist. Ich meine, Leute, die hier arbeiten, die können sich halt so ein Auto in der Regel kaum leisten, aber es gibt natürlich auch entsprechend ein paar Chinesen, die sich solche Autos hier leisten können. Und es ist ein Markt dafür da. Und es gibt halt auch entsprechend viele Hersteller, die gerade halt auch diese großen Autos bauen. Und in China macht das natürlich auch Sinn, weil du in China auch Ecken hast, wo du weit und breit sonst nichts hast. Es ist ein riesiges Land. Es macht halt tierisch Spaß, hier mit dem Wohnmobil rumzufahren und das Land zu erkunden. Es hat so viele unterschiedliche Gegenden, so viele unterschiedliche Klimazonen, so viel unterschiedliche Kultur und so viele tolle Sachen zu sehen. Also ich kann das jedem eigentlich nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren und hier mal so ein bisschen in China rumzufahren, weil das ist ein wirklich spannendes Land. Man hat hier wirklich noch die große Freiheit. Es gibt hier so gut wie kaum Campingplätze. Es gibt hier sowieso natürlich nicht irgendwie die Vorschrift, auf den Campingplatz zu gehen. Du kannst hier in der Regel, wenn es nicht irgendwie Naturschutzgebiet ist oder Militärschutzgebiet ist, kannst du halt überall stehen, kannst du überall parken, kannst du überall übernachten. Das ist schon
ziemlich geil. Ja, ansonsten, wir haben hier hinten die 2 Freiflächen. Hier haben wir nochmal einen kleinen Zwischenbereich. Ich sag mal so, ne? Das sollten eigentlich die Selbstausbauten sein. Ich glaube, die haben nicht genug Hersteller gefunden, die hier noch mit ausstellen wollten. Deswegen haben sie halt diese Fläche da gefüllt. Ist relativ uninteressant. Man kann sich auch wenig nur angucken. Deswegen gehe ich jetzt gleich mit euch in die Halle 14. Denn das ist hier auf jeden Fall nochmal Highlight. Eine richtige spannende Halle. Denn hier einer der spannendsten Hersteller, finde ich persönlich, von der Messe. Vigor Motors, ehemals Dedu. Und zwar, Dedu kennen die meisten von euch, weil die halt in Düsseldorf auf dem Caravan-Salon waren. Die sind aus China mit ihren Autos nach Düsseldorf auf die Messe gefahren, haben die Autos da ausgestellt. Und ich sag mal so, etwa 90% von der Firma sind aus der Firma ausgeschieden und haben eine neue Firma gegründet. Und zwar die Vigor Motors, hier mit ihren Venice-Autos. Das ist im Grunde genommen die Weiterentwicklung der Dedu Cars und die sind richtig geil. Also ich kann mal ganz kurz, wenn es nicht voll ist, hier einmal für euch reinfilmen. Die haben auch das Design angepasst. Die haben halt auch gesagt, okay, sie wollen jetzt ein bisschen europäischer werden. Die haben die ganzen Infos mitgenommen, was halt einfach auch der europäische Markt zu den Autos gesagt hat. Da haben sie gesagt, alles klar, wir nehmen die Infos mit. Wir optimieren unsere Autos. Hier komplett ein anderer Slideout. Ihr seht schon hier über die ganze Fläche ein Slideout. Also das sind wirklich richtig geile Autos. Habe ich auch im Detail gefilmt. Könnt ihr euch dann auf Road Explorer China mal im Detail angucken. 2 unterschiedliche Grundrisse, 2 unterschiedliche Varianten, wie das Ding hier geplant ist. Mega geil. Also gefällt mir richtig gut. Wirklich geile Autos, qualitativ auch echt hochwertig und von den Ideen auch schon wieder so genial, weil mit den Dingern kannst du halt das ganze Jahr überall hinfahren, in die unterschiedlichsten Klimazonen. Bei denen war halt die Dämmung extrem wichtig und deswegen mit den Autos kannst du alles machen. Guckt es euch mal an. Hier auf der Seite haben wir wieder Lido. Lido ist halt interessant, weil Lido der erste sein wird, der definitiv nach Europa liefern wird. Allerdings dann hier diese Trailer, noch keine fertigen Mobile, aber was ganz spannend ist, es ist halt der erste Beginn. Also die fangen an hier mit den Trailern und sie sind schon dabei, zusammen mit Toyota eine Kooperation zu haben. Also mit Toyota werden sie demnächst halt auch ein Wohnmobil bauen und das Wohnmobil wird dann definitiv auch nach Europa kommen. Also das ist erstmal die Testvariante. Mit den Dingern hier kommen sie erstmal nach Europa. Hier seht ihr übrigens ganz gut, was ich vorhin gesagt habe, von der Struktur ist es erstmal gebaut wie ein Auto. Also im gleichen Verfahren. Was ganz spannend ist, ist natürlich in dem Sinne nicht nur die Produktionsart, sondern halt das Gewicht. Das Ding ist in Aluminium gebaut, also in Aluminium komplett, wiegt 750 Kilo. Also extrem leicht und soll super stabil auf der Straße sein. Der nächste Bereich, auch extrem spannend. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Zukunft wird, aber es ist auf jeden Fall spannend, denn wir sind hier bei Synland. Synland ist eine Tochterfirma von CATL. CATL hat sehr viel Geld in die Hand genommen, und zwar über 250 Millionen, um das hier entwickeln zu können. Und das ist hier ein Skateboard-Chassis, also ein Chassis, wo die gesamte Technik in diesem Teil drin ist. Also von allem. Batterie, Antrieb, also Elektromotoren in dem Sinne. Dann Bremsen natürlich, Hydraulik, alles hier in einem unteren Chassis. Also entsprechend, wenn du als Wohnmobilhersteller ankommst, dann kannst du nur dieses Ding hier nehmen als Basis und alles draufbauen, was du willst. Du hast dadurch, dass hier alles, die gesamte Technik unten in der Bodenplatte verbaut ist, unfassbare Möglichkeiten, auch Wohnmobile zu gestalten, weil du halt vorne gar keinen Motor mehr hast. Du hast halt viel mehr Platz. Du brauchst viel weniger Technik, weil die in diesem Auto halt eine Wärmepumpe verbaut haben. Du brauchst keine Klimaanlage. Du brauchst halt einfach viel weniger und das könnte schon spannend sein. Was halt allerdings ein bisschen schwierig ist, und ich zeige euch das jetzt mal ganz schnell. Die haben hier jetzt 3 unterschiedliche Hersteller genommen und haben denen gesagt, pass auf, ihr kriegt von uns die Bodenplatte, baut doch mal 3 unterschiedliche Konzepte auf dieses Auto. Famri ist gar nicht fertig geworden, das haben sie gar nicht aufgemacht. Die sind nicht rechtzeitig bei der Messe fertig geworden. Hier ist einer der größten
chinesischen Hersteller für Wohnmobile. Allerdings haben die gar keinen englischen Namen, das auch verrückt ist. Ich habe Lukas gefragt, also unseren Kumpel aus China, wie die denn heißen. Und es gibt, wie gesagt, für die momentan halt nur einen chinesischen Namen. Die haben noch keinen englischen Namen. Und hier haben wir den Ausbau von Seven Wolf komplett anders. Also zwei komplett unterschiedliche Ausbauten. Aber was ich euch mal zeigen wollte, ist halt, das ist ein Allradfahrzeug übrigens. Ne? Allrad. Und die haben gar keine Bodenfreiheit. Also gar keine Bodenfreiheit. Ne, das Ding liegt auf dem Boden. Es ist ein Brett. Hinten kann hydraulisch hochgefahren werden, vorne leider noch nicht. Lasst es mich so sagen, das ist erstmal ein erster Ausblick. Weil was du mit dem Ding natürlich machen kannst, ist nicht nur Wohnmobile bauen, sondern du kannst alles damit bauen. Du kannst Lieferfahrzeuge bauen, du kannst Rettungsfahrzeuge bauen, Polizeiautos bauen. Du kannst alles mit dieser Basis machen. Und das, wenn das wirklich weiterentwickelt wird und wirklich kommt, dann wird das aus meiner Sicht auch den Markt verändern, weil alle Zulieferer dann natürlich tierisch Angst haben werden, denn da ist alles verbaut. Du brauchst nichts mehr, du kommst nur noch mit dem Ding an und der Wohnmobilbauer kann dann halt einfach nur noch sein Wohnmobil oben drauf bauen und ist dann dadurch fertig. Was übrigens, das wollte ich auch noch mal ganz kurz zeigen, was übrigens dann in dem Zusammenhang auch ganz spannend ist und ich weiß gar nicht, wie das bei uns in Deutschland ist, aber ich bin mir nicht sicher, wie so ein Auto dann reagieren wird bei einem Crashtest. Denn hier seht ihr schon, der Fahrer sitzt sehr, sehr weit vorne. Ne? Also ich habe hier keinen Motor und dadurch ist hier vorne schon mein Fahrraum, mein Fahrgastraum. Also keine Knautschzone, hier ist halt nichts. Ne? Das Ding ist halt optimal ausgenutzt. Die Sitze sind hier unmittelbar in der Front drin. Und das ist schon spektakulär. Aber ja, also da wäre ich mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn so ein Ding mal einen Crash-Test durchmachen muss. Kann ich mir nicht gut vorstellen. Also, weil Knautschzone gibt es bei dem Ding nicht. Und wie gesagt, Bodenfreiheit ist auch auf jeden Fall ein Thema. Aber es ist ein Ausblick. Es ist mal eine Idee, wo die Reise hingeht. Ob das die Zukunft wird, wird man sehen. Sie haben auf jeden Fall hier das so verkauft, als wenn es die Zukunft ist. Gegenwart, aber sehr, sehr geil. Maxus kennt man natürlich auch auf dem europäischen Markt. Nicht nur von den Pickup-Trucks oder den etwas, ja, ich sag mal, größeren Elektromobilen, sondern halt Maxus ist ja grundsätzlich auch ein Begriff. Mit ihren Wohnmobilen hier in China. Einer mit der größten Hersteller für Wohnmobile. Wir gucken kurz rein. Und Maxus präsentiert jetzt hier auf der Messe, und dafür laufe ich hier kurz hier hinten hin, nämlich auch einen neuen Antrieb. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Es ist ein Mix an, also vom Prinzip kann man ja sagen, es gibt halt 4 Antriebswege. Es gibt halt einmal den Verbrennermotor, den wir hier haben. Dann gibt es einmal den Hybrid, der hat halt den Verbrennermotor drin und einen kleinen Elektromotor bzw. Batterie drin, die sich dann halt über den Hauptmotor lädt. Und dann haben wir halt Extended Range. Und das haben wir hier, Extended Range. Klassischer Motor vorne. Also ich habe hier in dem Auto noch einen klassischen Dieselmotor. Und dieser Dieselmotor betreibt hier vorne den Antrieb. Aber hier ist auch nochmal zusätzlich ein Elektromotor verbaut. Und mit dem Elektromotor hast du hier in diesem Auto nochmal große Batterien verbaut, dass du mit dem Elektromotor eine Reichweite von 100 Kilometer hast. Und dann zusätzlich noch den Verbrennermotor. Und natürlich hast du dann 4 unterschiedliche Möglichkeiten, das Auto zu laden. Bei der Variante halt auch natürlich über eine Schnellladestation, also mit Plug-in, über Solar, über die Lichtmaschine, und das Auto, wenn es bremst und berg runter fährt, lädt sich natürlich dann auch nochmal. Also spannendes Konzept. Das wird wahrscheinlich bei Maxus auch die Zukunft sein. Maxus hat auch vor, übrigens nach Deutschland zu kommen. Und das wird auch spannend, weil Maxus natürlich halt auch entsprechendes Netzwerk schon hat. Also die haben schon natürlich
nicht nur ihre Distributor, sondern die haben natürlich auch schon Werkstätten, die haben halt Service, den sie bieten können. Also dadurch wird Maxus natürlich sehr, sehr spannend. Aber sie haben halt gesagt, diese neue Antriebsart, die wird jetzt erstmal hier in China getestet. Die wird noch nicht nach Europa kommen. Was nach Europa kommen wird, werden erstmal Dieselmotoren sein. Also noch kein Extended Range Antrieb, sondern halt ein Dieselmotor. Hier hinten auch ganz spannend übrigens. Nochmal eine Kooperation. Maxus. Und zwar hier mal ein ganz anderer Grundriss mit einer Treppe drin. Und was ich auch ganz spannend finde, dem Bad im Heck. Und hier, guck mal, da ist eine Clesana verbaut. Also hier kleine Verschweißtoilette von Clesana in der Kooperation. Ich weiß gerade nicht, achso, ja, hier Yakino, also Maxus und Yakino zusammen ein Konzept. Hier hinten sind wir nochmal bei den Expeditionsfahrzeugen, also die richtig dicken Dinger. Und wenn ich da schaue, dann sieht man hier nochmal die Halle 1. Auch das ist halt einfach Messegelände. Ihr seht schon, es hat angefangen zu regnen. Das Wetter ist nicht ganz so dolle. Wahrscheinlich ist es deswegen auch noch nicht so voll. Ist natürlich grundsätzlich für uns super, wenn es nicht so voll ist. Kann man hier auch schön rumlaufen und filmen. Also das ist nicht so verkehrt. Allerdings für den Messebetreiber natürlich nicht so schön, wenn die Messe hier nicht so besucht ist. Aber es ist halt auch gerade der Markt, der hier sehr unter Druck steht. Ja. Hier Livezone, auch spannender Hersteller. Die produzieren meistens diese Pickup-Geschichten mit der Kabine hinten drauf. Haben wir auch schon gefilmt. Auch ganz spannend. Auch die Fahrzeuge haben natürlich ihre Berechtigung. Denn wenn ich mit so einem Auto irgendwo mal wirklich in die Wüste will, irgendwo wirklich mal Offroad fahren will, dann bieten sich natürlich solche Autos an, mit denen kannst du halt auch wirklich mal jenseits und abseits der Piste unterwegs sein. Also das ist ganz spannend, wobei als Familienfahrzeug vielleicht nicht ganz so geeignet, aber ist natürlich spannend, wenn man hier den Unterschied sieht zwischen dem kleinen Auto und ihr seht auch wieder hier mit dem Hubdach, damit man wieder auch in alle Bereiche und Gegenden reinkommt. Und hier die großen Autos. Ja, und dann haben wir drüben noch eine Ausbauhalle, die Halle 13. Da ist ein Eingang und wir sind vom anderen Eingang gekommen. Der ist da hinten. Und hier vorne ist jetzt die Komponenten- und Ausbauhalle und hier findet man alles, was man als Zubehör für so ein Wohnmobil braucht. Also hier von der klassischen Wasserpumpe über Batterien, Wechselrichter. Hello! Guten Tag. Guten Tag. Dann haben wir hier chinesische Version der Verschweißtoilette. Also auch hier Clesana wird unter Druck kommen. BT, Ja, Toiletten, ja. Ich muss nachher mal fragen, was sie denn halt kosten. Das kann man ja mal machen. 380 USD. 308, das ist ein Schnäppchen. Und wo können Leute das kaufen? Vielen Dank. Hallo. Guten Tag. Genau. Ja, Verschweißtoilette 380. Ich hoffe, den meisten geht's gut, wobei ich schon sehr lange mit denen rumlaufe. Ja. Viel Spaß. Danke, genau. Also Verschweißtoilette, $380. Das ist ja nichts. Okay. Dann haben wir hier ein paar Fenster. Waschmaschinen. Eine Kühlung, Kühlschränke, Klimagerät.
Hier hinten nochmal Türen, also für jeden, der hier sein Wohnmobil oder Expeditionsfahrzeug selber ausbauen will. Glas, Glas, Metallrahmen. Dann hier so ein paar Ausbauvarianten, also entsprechend Pappelsperrholz beschichtet. Hier auch in den unterschiedlichsten Formen. Hier sieht man noch mal ein paar Qualitätsstufen von den Platten. Oder hier auch ganz spannend. Alternativ zum Pappelsperrholz gibt es natürlich auch die Varianten hier jetzt einmal ausgeschäumt. Oder hier, das ist auch natürlich sehr, sehr spannend. Hier mit Stoff, hätte ich beinahe gesagt. Also so eine gepresste Stoffvariante. Hier auch wieder ausgeschäumt. Dann hier Lederhersteller. Hier vorne ist nochmal ein Kühlschrankhersteller und die haben alle hier nicht viel zu tun, muss man sagen. Die sitzen hier alle teilweise rum. Hier ist nicht mehr viel los. Hier haben wir noch ein paar Toiletten, noch ein paar Einbaugeschichten. Hier hinten war übrigens Tischtennis. Morgens ist hier immer Tischtennis gegen Timo Boll. Ich habe auch gegen Timo Boll gespielt übrigens. Und klaglos verloren. Aber spannend, Timo Boll ist hier ein Superstar in China. Tischtennis ist halt irgendwie das große Tennis. Allerdings in kleiner Form. Und ja, Timo Boll hier einer der Stars, der auch auf der Messe hier jedes Jahr immer wieder für Tischtennis-Games dann zur Verfügung steht und hier die Fans von Timo ihn hier auf der Messe treffen können. Noch mehr Toiletten, Tanklösungen. Hier haben wir Unterfloor-Batterie, Hubbett. Aber ja, es sieht so aus, als wenn die Jungs sich hier alle so ein bisschen langweilen, weil hier nicht so viel los ist. Hier nochmal Komponenten für den Ausbau. Ein paar Markisen. Hydrauliksysteme, um halt einfach hier auch wieder so ein Aufstelldach dahin zu bekommen. Noch ein paar Batteriekomponenten, Wechselrichter, Aufstelldächer. Nochmal hier die Chore unterschiedlich. Batteriehersteller, Wasserpumpen. Hier nochmal ein paar Fenster in Kunststoff. Und immer wieder diese Durchsagen, die halt einfach echt nerven, weil die machen das die ganze Zeit. Du hörst hier die ganze Zeit dieses Gequatsche und das nervt. Ja, Truma ist auch nochmal hinten in der Ecke hier. So. Das war die Komponentenhalle und ich laufe jetzt noch einmal hier rüber, um mit euch nochmal die Zukunft anzugucken, ob das gegebenenfalls die Zukunft ist. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Was denkt ihr über die Zukunft der Wohnmobile und denkt ihr, dass wir hier die Zukunft der Wohnmobile sehen? Also könnte das hier die Zukunft der Wohnmobile werden, was CATL hier präsentiert hat mit ihrem kleinen Skateboard-Chassis. Geh mal hier vorne hin. Diese Variante gibt es übrigens auch in beiden Versionen. Einmal als voll elektrisch angetrieben und einmal als Extended Range, das heißt mit Elektromotor, aber mit zusätzlichem Dieselgenerator, um die Batterie auch wieder zu laden, um dann halt einfach die Reichweite zu erhöhen und auch die Möglichkeiten weiter und mehr aufs Land zu fahren, ohne halt auf Ladeinfrastruktur angewiesen zu sein. Auch spannende Konzepte und wie gesagt, da ist die Frage, ob das die Zukunft wird, ob das den Markt erobern wird. Ich bin gespannt, ob das da weitergeht. Also die müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen entwickeln. Grundsätzlich so 100%
bin ich mir noch nicht sicher. Wo ich mir 100% sicher bin, das ist Vigor. Die sind richtig geil, geile Mobile, gefallen mir richtig, richtig gut. Also wenn die wieder auf die Idee kommen, demnächst halt mit ihrem Wohnmobil hier unterwegs zu sein und mit den Autos hier nach Europa zu kommen, also die werden auch wieder einfach den Markt erschüttern und aufrütteln, weil das sind echt richtig, richtig geile Autos mit unfassbar viel Technik drin, qualitativ extrem hochwertig, mega, mega cool. Ja Leute, also das war's hier, mein kleiner Rundgang auf der AIC aus Beijing. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so von den Wohnmobilen haltet. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, wenn ihr mehr Infos von den Wohnmobilen braucht, wenn ihr ein Wohnmobil im Detail sehen wollt, wir haben die auch zum größten Teil hier im Detail gefilmt. Wir sind hier überall auch langsamer durch und haben versucht, alles zu erklären. Das ist jetzt hier ein kleiner Messerundgang gewesen. Ich wollte euch mal zeigen, wie das jetzt hier auf der AIC aussieht, wie das Gelände hier so ist. Das Gelände ist einfach ein Traum. Das ist wirklich geil. Jetzt haben wir halt leider Scheißwetter. Es regnet und entsprechend ist hier natürlich auch die Stimmung nicht ganz so dolle. Wenn hier die Sonne scheint, dann ist die Wiese voll, dann ist hier auch ein bisschen mehr los. In dem Sinne, Leute, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ich muss noch weiterhin hier diese Tante ertragen, die hier halt die ganze Zeit am Quatschen ist. Das ist Wahnsinn. So ein bisschen wie ihr mich jetzt ertragen musstet, aber so ist es halt. So müssen wir da alle durch. Leute, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Tschö mit Ö.